Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Weekly Update. Hello dear friends and welcome to this edition of the Weekly Update. Und die Terrorattacken in Deutschland hören nicht auf. And the terror attacks in Germany simply don't stop. Jetzt am letzten Dienstag gab es in Hanau einen rechtsextremistischen Terrorangriff. Just last Tuesday there was a right-wing extremist attack in Hanau. 9 Menschen sind dabei getötet worden. 9 people were killed. Und der Täter hat seine Mutter umgebracht und dann sich selber. And the perpetrator then killed his mother and himself. Und dann hinterher fand man sein sogenanntes Manifest. And afterwards they found his so-called manifesto. Und es geht wieder um Rassismus, es geht wieder um Verschwörungstheorien. And again it's about racism, it's about conspiracy theories. Und unser Motto von der Marsch des Lebens Konferenz, nie wieder zu sagen, ist nicht genug, passt genau da hinein. And the theme of our March of Life conference, saying never again is not enough, fits exactly to this topic. Und auf diesem Banner steht genauso, wir erheben unsere Stimme gegen Antisemitismus und gegen Rassismus. And our banner also calls to raise your voice against anti-Semitism and against racism. So, es geht gar nicht mal anders. Wir müssen unsere Stimme erheben, gar keine Frage. So there is no other way. We have to raise our voices. Und wenn man die tragischen Bilder sieht von Hanau, And simply watching those tragic pictures and images from Hanau, ist einfach die Frage, was können wir überhaupt tun? our question is, what can we do? So, ich habe die Freude, hier Michaela Buckel wieder hier im Studio zu haben. It's my great joy to be able to welcome Michaela Buckel back in the studio with us. Ihr kennt sie von so einem Weekly Update und Athlet. You know her from our weekly update from Athlete. Sie ist Kulturwissenschaftlerin She's an empirical science scholar und sie ist auch vollzeitige Mitarbeiter bei dem Marsch des Lebens. and is also on full-time staff with the March of Also Life. herzlich willkommen, Michaela, schön, So- dass du da bist. Michaela, welcome. Great to have you with us. Und irgendwie dieser rechtsextremistische Anschlag direkt nach der Marsch des Lebens Konferenz And somehow seeing this right-wing extremist attacks directly after the March of Life conference, hat ja wirklich etwas mit Rassismus zu tun. it really is obvious this has to do with racism. So, was würdest du sagen, war das Spezielle an der Marsch des Lebens Konferenz und was sind unsere Optionen, die wir überhaupt machen können? And what would you say was the special thing about the March of Life conference, and what are our options? What can we do? Das Besondere war, dass wir 18, 19 Nationen auf der Konferenz waren. Well, the special thing was that we had representatives from 18 or 19 different nations. Und es waren eben ganz Europa, also von Finnland über Rumänien, über Serbien, UK. So there were people from all over Europe, from Finland through Romania down to Serbia. We had them from UK, all over the place. Auch aus den USA. And there were also people from the United States. Und was ich so speziell fand, diese ganzen verschiedenen Völker haben alle eine Geschichte miteinander. And for me, it was really interesting to see that all of these nations, they all have a joint history at some point. Und viele sagen eben, ich habe die Rumänen, ich habe die Russen gehasst. For instance, many say, like the Romanians, oh, we used to hate the Russians. Und was dann dort passiert ist, dass alle diese Völker nicht nur zusammen waren, sondern dass da Freundschaft war. But what was so special about the conference is that it wasn't just a time of those nations coming together, but it was a real time of building friendships. Ja. Und ich erinnere mich einfach an die verschiedenen Workshops, die wir gemeinsam hatten. And I also still remember those different workshops that we had. Und da ging es natürlich auch um einfach die persönliche Geschichte der einzelnen Nationen, die Schuldgeschichte. And again, we were thinking about personal history, histories of nations, history of guilt in nations. Und viele haben hinterher darüber gesprochen, das ging wirklich hoch her. And some people shared afterwards that, yeah, we, in our groups, we really had quite some battles. Aber das hat nicht gehindert, dass sie zusammengekommen sind und dass diese Freundschaftsbeziehungen entstanden sind. But that did not stop them from coming together and from forming those friendships. Aber jede Nation, egal wo, hat immer irgendetwas auch mit Rassismus zu tun. But every nation, it doesn't matter where they come from, there always is something about racism in these nations. Also diese Freundschaft, die da entstanden ist, okay, das ist die eine Seite, aber damit haben wir noch keine Antwort. But the friendships that were started at the conference, that's the one thing and it's nice, but that doesn't quite give us an answer yet, right? Nee. No. Nicht wirklich. Aber was da eben ist, dass wir uns eben beschäftigt haben mit der Schuldgeschichte gegenüber dem jüdischen Volk.
Und da was ist eigentlich das Zentrum? Auf was ist meine Identität gegründet und was ist mein Fokus? And so what we were thinking about during the conference, and so it was not just the friendships, but it was always we were focused on what is our nation's history in relationship to Israel, and what is our own position in this, what makes our identity, how do we come to be the way we are. Und eben, dass man stolz auf seine Nation sein kann, aber wenn es eben dazu führt, dass man sich abgrenzt von allen anderen, dass es dann eben problematisch wird. And the one thing is, it's okay to be proud of one's own nation, but if that causes you to like push back everyone else and look down on them, that's the point where the problem comes in. Und das ist, was wir in ganz vielen Nationen auch zum Beispiel zwischen den Weltkriegen gesehen haben, dass es einen extremen Anstieg von Nationalismus gibt, der sich immer sofort auch gegen die Juden gerichtet hat. And that's also something we saw in the time, for instance, between the two world wars. That it was a time of rising nationalism, and immediately it would find its expression in hatred towards Jews as well. Und ist da die Verschwörungstheorie angesiedelt? Ist das Klima, in dem dann Rassismus gedeiht und Antisemitismus? So is that the kind of atmosphere for conspiracy theories? Is that where anti-Semitism and hatred of Jews is really coming up? Also ganz oft ist es immer so, die Juden zersetzen unsere Gesellschaft oder bedroht uns von innen raus. Die fallen uns in den Rücken. So many times people think or even say, oh yeah, it's kind of the Jews, they are a detriment to our nations, they are a danger from within. In the end, they will betray us. Und das ist eben genau das, wo eben jede Nation ansetzen kann und warum wir eben heute sagen, wenn heute dieses Klima wieder steigt, müssen wir genau dort dagegen die Stimme erheben. And this is exactly where every nation can start really doing something about this. And once they see and notice these things happening, that is where we need to raise our voices and where we need to be active. Aber sagst du damit, dass rechtsextremer Rassismus immer auch mit Antisemitismus verbunden ist? So are you saying that right-wing racism is always connected to anti-Semitism? Ob es immer ist, aber man sieht in der Geschichte und auch heute, dass es immer drin vorkommt. Also ob das jetzt in Frankreich ist oder in Ungarn ist, mit dem Nationalismus kommt immer sofort auch was eben gegen Juden gerichtet ist. Well, whether it's really always and every time, I can't say, yeah, but yeah. it's something that we've seen in the course of history. Whenever you observe nationalism, that you will also see a rising element of anti-Semitism as well. So war es jetzt ja bei dieser Konferenz, dass jetzt wir nicht bei diesen Workshops und Freundschaft stehen geblieben sind, And so what happened at the conference was we didn't stop at the workshops, at building friendships. sondern ein Statement war, es fängt immer bei uns selber an. But one statement was, we always have to begin with ourselves. So, und das eine ist natürlich, dass wir praktisch werden. So the one thing is we need to be active, we need to be Wir müssen practical, unsere Stimme erheben. we need to raise our voices. Aber das andere ist eben ganz persönlich, dass wir in uns hineinschauen und bereit sind, unsere Familiengeschichten zu erzählen. But the other thing is we need to be willing to take a deep look inside and face our own family history. Und viele sagen, ach, das bringt doch überhaupt gar nichts. And many people say, ah, well, that won't change anything. Aber ich glaube, deine Meinung ist etwas anders. But I think your kind of admonishment is Durchaus. somehow different. Absolutely. Ja, also muss überlegen, was motiviert mich eigentlich, aktiv zu werden. Well, I have to really be honest with myself to say, what will actually motivate me to change? Weil vielleicht habe ich Motivation, einmal einen Marsch zu machen. Because maybe I'll be motivated to do a march once. Okay. Aber was motiviert mich eigentlich, immer weiterzumachen und weiter meine Stimme zu erheben? But what will actually be my motivation to keep doing this, to keep raising my voice? Und ich muss eben wissen, dass das, was ich mache, dass es Auswirkungen hat auf meine Nation, auf meine Familie. And I need to be very aware that whatever I do has effects on my nation, on my family. Und das Besondere, viele hatten nur wenige Vertreter aus einer Nation. And it was interesting to see that from many nations, there were only very few representatives from that one nation. Aber diese einzelnen Personen bewegen wirklich schon Geschichte. But these even few people, they are truly making history, they are truly bringing about change. Manchmal sind sie die Ersten, die eben anfangen darüber zu sprechen, so Edward aus Kielce. So sometimes they might even be the first ones in their nations to start speaking about it, like for instance Edward from Kielce. Also das ist, was du meinst, ist, dass Vertreter aus unterschiedlichen Nationen auf einmal über ihren eigenen Rassismus und Antisemitismus sprechen. So what you are saying is that the representatives from all these different nations suddenly start speaking about their own anti-Semitism and racism. Und was sehr oft völlig konträr ist zu dem Geschichtsbild der einzelnen Nationen. And many times that is just the complete opposite to the regular view on history that is represented in those Und nations. ich erinnere mich an das Statement, das da gesagt worden And ist. I still remember
what was said back then. Wenn du deine Nation wirklich liebst, musst du auch bereit sein, über die Schuldgeschichte der Nation zu sprechen. And that was, if you truly love your nation, you need to be willing to speak about your nation's guilt as well. Aber jeder fängt eben mit seiner eigenen Familiengeschichte But an. of course, everyone has to start with their own family history first. Und deswegen motivieren wir, ermutigen wir, Decke des Schweigens Seminare durchzuführen, die wir inzwischen modifiziert und weitergeführt haben. And so that's why we encourage people all over the world to hold Breaking the Veil of Silence seminars. And that's kind of a seminar that we have kept working on, we have developed it. Und wir haben inzwischen eben auch das herausgestellt, dass die Prinzipien von der Decke des Schweigens eben nicht auf Deutschland bezogen sind, sondern dass man sie auf jede Nation anwenden. And what we're emphasizing by now is that the principles of Breaking the Veil of Silence are something that can be applied to any nation. It's not limited to Germany alone. Ich möchte mit dir noch über eine Sache sprechen. But I would like to talk to you about one more thing. Und zwar, wir hatten ein sehr, sehr schönes Anspiel von Jugendlichen auf dieser Konferenz. We had young people at the conference who did a very nice piece of drama. Und sie spielten, dass sie in einer Eisenbahn, an einem Zug sitzen würden. And the piece they played was set in a metro train or something like that. Und da war ein offensichtlich jüdischer Freund mit einer Kippa. And there was one obviously Jewish friend, he was wearing a kippah. Und er wurde antisemitisch belästigt. And he was really attacked in an anti-Semitic way. Und dann wurden dann die Gedanken, die anderen, die das sahen und offensichtlich dachten, die wurden laut formuliert. And so the thoughts of the other people around him, they were young people, they were then put into words and you could actually hear what they were thinking. Ja, da war ein Gedanke, warum habe ich denn was damit zu tun? Like a thought, well, how does that concern me? That's not my problem. Ach, das ist ja nicht so schlimm, da muss man nicht eingreifen. Well, as long as such and such is not happening, it's not so bad. Warum setzt er sich denn da mit dem Kippa überhaupt hin? Oh, why does he wear a kippah in the first place? Also die ganzen Argumente, die wir innerlich haben, um nicht einzugreifen. So all the arguments we can come up with in order not to have to do something. Und dann, das war das Besondere eigentlich, But then, and that was the special thing, kamen zwei Jugendliche nach vorne, die erzählten dann, wie sie selber eben Antisemitismus in ihrer Schulklasse erlebt haben. two young people came forward after the end of that skit, and then they started sharing of how they had experienced anti-Semitism in their own school. Und wie sie dann einfach ihre Stimme erhoben haben, wie sie was dagegen gesagt haben. And then how they raised their voices and actually said something against it. Und dann erzählen sie gleichzeitig auch noch die Geschichte ihrer Familie. And at the same time, they also shared their own family story. Also irgendwie hat das was damit zu tun. Persönliche Betroffenheit und die Bereitschaft, sich zu identifizieren und die Stimme zu erheben. So somehow there seems to be a connection. On the one thing, I allow this to touch my heart, and on the other hand, I need to be willing to face my family story and speak the Könnte truth. sowas der Schlüssel sein für jemanden? Is it possible that this might be a key for some of those watching? Absolut. Es ist eben das, ich denke mal, was auch für viele Jugendliche ist, das liegt so weit zurück. Was hat das mit mir zu tun? Absolutely. I believe that one problem for the young people is that they say, oh, this is so far back in the past. What does that have to do with me? Und plötzlich, wenn man anfängt, das in seiner Familiengeschichte zu sehen, But all of a sudden, when you start realizing it's actually present in your own family history, dann ist es was mit mir direkt zu tun hat. then it becomes something that is directly connected to me. Und dann muss ich darauf reagieren. And then I have to respond. Und das ist wirklich was, okay, wenn das möglich war, entweder schweigen oder aktiv daran beteiligt zu sein, was mache ich denn heute? And so the question is, if it was possible back then either to just stand by and watch, be silent, or even to be involved actively, what will my response be today? Und sagen ihm, ich kann nicht sagen, es darf nie wieder passieren, aber ich schweige heute. So it's just not possible. I can't say never again and yet remain silent today. Und das ist eben was, der sagt, okay, ich muss was sagen. And so that was kind of the result of the skit saying, I have to take a stand. I have to say Und something. wenn ich der Einzige bin, der aufsteht. And even if I'm the only one to do it. Aber was dann passiert ist, dass ja dann immer mehr Leute dazu kamen. But then what happened in the piece of Yeah. drama was that more and more people started Die eine standing. erste Person, die dieses durchbrochen hat, dieses Schweigen. So it was the first person to actually break that silence. Und dann kam immer mehr dazu. Am Ende standen alle. And then more and more people joined that first person. In the end, everybody was Und standing. das ist ja auch im Marsch des Lebens, dass wir eben nicht nur sagen, ich gehe alleine, sondern Ja. indem ich gehe, rufe ich jeden anderen auch dazu, eben aufzustehen. And the same thing happens with the March of Life, you know. By going myself and taking a stand, I am actually calling to everyone else, come and join me. Also um jetzt von dort aus nochmal den Bogen zu schlagen zu der
der Terrorattacke in Hanau. But to come back to the terror attack in Hanau, So, da war also, man schrieb in der Presse, ein Einzeltäter mit Verschwörungstheorien. so the press called him an individual perpetrator with conspiracy theories. Und einige sagten dann halt, stopp, man kann das nicht sagen, ein Einzeltäter. But then there were others who said, oh, hang on, you can't say this is just an individual perpetrator. Weil das alles hat sich in einer Atmosphäre entwickeln können, wo eben Menschen nicht widersprochen haben und dem nicht entgegengestanden sind. Because all of this was actually only able to develop in an entire atmosphere where people did not contradict these thoughts. They didn't break their silence. Denkst du, dass das so richtig ist, dieses Statement? Do you think actually that statement is correct and accurate? Shlomit Steiner von Yad Vashem hat eigentlich genau das Gleiche gesagt, als sie auch dort bei der Martyriumskonferenz einen Vortrag gehalten hat. Sie gemeint, schaut nicht auf Auschwitz, das ist das Ende. So Shlomit Steiner, the representative of Yad Vashem, who was also present at the conference, she said almost the same thing. Because she said that don't look at Auschwitz, because Auschwitz is only the end point. Yes. Sie hat angefangen, es fängt an mit dem, was ich sage. Es fängt an mit meinen Worten. It begins with what I say. It begins with my words. Und wenn eben niemand widerspricht, hat sie gesagt, das verschiebt sich die Grenze von dem, was sagbar ist. And if nobody contradicts me, the limits or the boundaries of what is possible to say just get pushed out further and further. Und das ist eben dann, wo Gewalt möglich wird. And that's the point where violence becomes possible. Und dann sagen wir hinterher, das wollten wir ja alles überhaupt nicht. And in the end, everybody says, oh, we didn't want that. Aber es hat bei der Sprache angefangen. But actually, it all began with our way of talking. Michaela, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. So, Michaela, I think this is a very good word in closing. Ja, also jeder kann etwas tun und jeder muss aufpassen, dass diese Grenzen nicht verrückt werden. Because everyone can do something and everyone's responsible for these boundaries not to be pushed out. Und da, wo wir eben das nicht aussprechen, dem nicht widerstehen, können wir wieder schuldig werden und können wieder ein Teil dessen werden, obwohl wir nicht beteiligt sind. And if we don't speak up, if we don't resist these things, we can incur guilt once again as those who remained silent back then. Vielen Dank, Michaela, für das interessante Gespräch. So thank you, Michaela, for the very interesting conversation. Übrigens, mir fällt noch auf, Michaela hat auch das Museum in Tübingen konzipiert, genau. And so that actually reminds me of one more thing. It was Michaela who developed the concept of the exhibition in Tübingen. Und da kommen Tausende hin und sie sehen die jüdische Geschichte Tübingens und gleichzeitig die Geschichte vom Marsch des Lebens. And there are thousands of people who come to see the exhibition. And on the one hand, they see the Jewish history of Tübingen, but on the other hand, they also see the history of the Holocaust. Und jetzt sag noch mal ein besonders gutes Wort der Einladung für alle der Zuschauer. I know maybe you just want to give a very special word of invitation to everyone who's watching. Ja, ich glaube, das Beste, was man dort sehen kann in der Ausstellung, ist eben, wie kann Erinnerung relevant bleiben. And I think the best thing to see at this exhibition is how can we remain relevant? Und wie können wir eben heute was dem Antisemitismus entgegensetzen? Und ich denke, das kann man dort wunderbar sehen, deswegen herzliche Einladung, in die Ausstellung zu kommen. And how can we act and speak to have something to say against anti-Semitism? I believe that is shown very, very clearly in that exhibition. So a warm welcome to you. Come and see it for yourself. Also vielen Dank, Michi. So thank you very much, Das, worüber Michi. wir gesprochen haben, das ist dort in der Ausstellung zu sehen. And what we were talking about, we can also see that in the exhibition. Bis zum nächsten Mal und eine gute Woche für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. See you again next time. Have a wonderful week and see you later. Bye.